Diesmal mit Recherche und so. Funko Friday. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Funko Friday hier auf Ebenenstil. Es ist wieder Freitag, es ist Funko-Zeit und heute geht es um einen Funko, wo ich echt überrascht bin, warum ich den vorher noch nicht gezeigt habe. Beziehungsweise ich weiß, warum ich ihn vorher nicht gezeigt habe. Weil ich Angst hatte vor Thomas Williams. Also nicht Angst, aber fangen wir anders an. Ich bin mit Comicheften groß geworden und habe auch viel mehr Comics gelesen als Bücher und war immer ein riesiger Spider-Man-Fan und habe deswegen auch zu einigen Spider-Man-Bösewichten sehr besondere Beziehungen und mag die sehr und feiere die sehr. Und ja, dem wollte ich auch gerecht werden, indem ich nämlich ein bisschen recherchiere bzw. mal nachlese. So, um wen es heute geht? Venom. Boah. Immer noch einer der coolsten Bösewichte im Spider-Man-Universum, finde ich. Und ja, wer Venom nicht kennt, das erste Mal aufgetreten, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, war 1984 im Mai in der Ausgabe 582 von The Amazing Spider-Man. Da ist zum ersten Mal das schwarze Kostüm aufgetaucht und zum ersten Mal richtig als Venom ist er in Folge 3, in Heft 300 im Mai 88 aufgetreten. Also lange her, lange Geschichte, aber mega cool. Also Venom ist eigentlich ein Symbiont, so ein Glibbervieh, was sich mit einem Wirt verbindet und ihn dann stärker macht, beziehungsweise auch Sachen von dem Wirt aufnimmt. Da Venom mal Teil von Spider-Man war, hat er deswegen alle Kräfte, die Spider-Man hat, nur viel stärker und viel brutaler. Er hat sich verbunden mit einem Rivalen von Peter Parker, nämlich Eddie Brock, ein nicht so angenehmer Zeitgenosse. Und die Kombination aus dem Hass vom Kostüm auf Spider-Man und von Eddie Brock auf Peter Parker hat halt BAM! Den Venom gemacht, den wir heute kennen. Den gibt es in ganz vielen Reinkarnationen mittlerweile. Und deswegen ich sehr viel darüber rede oder sehr viel dazu zu sagen habe und wie ich sehr viel geschreibt habe, ist, es gibt Venomized Funkos. Die gibt es jetzt seit 2 Jahren circa. Da hat es angefangen. Und da gibt es quasi alle möglichen Superhelden, Bösewichte etc. mit Venom gemischt. Und davon habe ich sehr viele. Einige seht ihr hier, ich habe fast alle. Also fast alle, die im deutschen Markt erhältlich sind. Ein paar amerikanische habe ich auch. Ja, und darüber will ich die nächsten Tage, Wochen mal gucken. Kommt immer mal wieder ein Video dazu, weil ich habe ganz viele und die möchte ich euch auch zeigen. Und das ist auch ganz besondere. Aber wir fangen natürlich mit dem Urvater von allen an, nämlich Venom. Wenn ihr solche Funkos sucht, wo ganz viele Superhelden mit Venom infiziert sind, gibt es 2 Serien. Was ganz wichtig ist, was mich tierisch verwirrt hat, weil ich manchmal Funkos gesehen habe, die aber nirgendwo auf den Packungen waren. Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich habe ein bisschen recherchiert und natürlich auch rausgefunden, die Venom-Funkos basieren auf dem Venomized Comics. Das sind Comics, die sind 2017 rausgekommen und inhaltlich hat Dr. Strange quasi ein bisschen im Multiversum gerührt und hat Verstärkung gesucht, um eine Bedrohung zu bekämpfen und hat dadurch ganz viele Superhelden aus einem Venom-verseuchten Universum geholt, nämlich so Captain America und Co. und Rocket und dann hat er gemerkt, das ist eine doofe Idee und hat sie wieder zurückgeschickt. Aber auf dieser Idee basiert quasi Venom. Was es noch gibt, Moment, wo habe ich ihn? Habe ich ihn nicht irgendwo? Da habe ich ihn. Sind Spider-Man Maximum Venom. Da gibt es dann Miles Morales, Dr. Strange, Groot und sowas. Die sind auf Basis einer Trickfilmserie Spider-Man Maximum Venom nämlich entstanden, wo es sehr viel um Venom geht und um ihn als Gegenspieler. Aber Hauptaugenmerk bei mir liegt erstmal auf den Venomized Venom Funkos. Weil da gibt es so viele coole und so viele geile und ich finde auch das Original, also der Original Venom, Eddie Brock in dem Fall, sehr schön getroffen mit halb offenem Gesicht, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das Anlehnung an den Film sein soll,
Und über den Film reden wir jetzt nicht, weil dann weiß ich, dass Thomas abschaltet. Deswegen. Ich fand den gar nicht so schlecht. Aber ja, gibt es ja auch diese Szene mit dem Wir sind Venom. Und dann das Gesicht so halb offen. Ja. Eddie Brock. Ja. Der Originale. Also, da Venom jetzt, wie ja schon erwähnt, 84, das heißt, ist so alt wie ich. Das heißt, in der Zeit gab es so viele Reinkarnationen, so viele andere, die Venom waren und so viele verschiedene Versionen von Venom, dass es da ganz, ganz viele Sachen gibt. Aber Eddie Brock war halt immer der einzig war. Ich habe damals die Comics sehr geliebt mit Venom. Ich habe auch ganze Bücher gehabt, wo es dann auch um die Abspaltung von Venom ging, wo dann Carnage rauskam und noch ein paar andere, die Namen weiß ich alle nicht mehr. Aber es war so ein schönes, dickes Buch. Das war schön. Muss ich auch mal suchen. Aber ja, soll ja um Venom gehen. Ja, ist leider wie alle Disney-Funkos bzw. Marvel-Funkos ein Bubblehead. Deswegen wird das Aufnehmen nachher sehr, sehr schön und schwer, weil er dann wahrscheinlich wieder tausendmal umfällt. Aber was soll man tun? Naja. Aber ich liebe Venom und ich finde einfach diese brachiale Gewalt mit den Kräften von Spider-Man gemischt plus ein bisschen mehr. Cool. Er mag Schall nicht so gern, deswegen klickt mal ganz laut auf den Like-Button und klimpert sehr, sehr laut mit der Tastatur beim Eingeben eines Kommentars, damit der uns nicht alle frisst. Das war fast kreativ. Ein kreativer Aufruf zum Kommentieren und Klicken. Gibt's nur hier beim Funko Friday. Ja, schreibt mir mal in Kommentare, wie ihr Venom findet. Sowohl den Funko als auch die Figur. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu oder Verbindung dazu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hier wieder beim Funko Friday. Schaltet wieder ein und ich freue mich auf euch. Bis dahin.